Ich empfehle diese erstklassige Strategie allen Anfängern, aber ich benutze sie auch oft selbst. Sie bringt einen schönen Gewinn mit minimalem Risiko, alles, was man für den Anfang braucht. Hallo zusammen, heute werde ich eine Strategie demonstrieren, die auf dem Indikator Moving Average basiert. Er ist einer der ältesten, aber bei weitem beliebtesten und effektivsten Indikatoren. Er basiert nur auf einer Mittellinie. Heute werden wir Kassen machen und versuchen, unsere Einlage mindestens zu verdoppeln. Auf diese Weise werde ich meine normale Handelssitzung ohne hohe Risiken demonstrieren, so wie ich jeden Tag handle, um Geld zu verdienen. Also los geht's. Für den Anfang bereiten wir uns auf den Handel vor. Wir wählen den Kerzenzug der Grafik. Dann öffnen wir das Indikatorenmenü in der oberen linken Ecke. Jeder kann es finden. Wir suchen den Indikator Moving Average und klicken ihn zweimal an. Die beiden Indikatoren werden hinzugefügt. Wir stellen sie nicht ein. Den ersten ändern wir nicht. Die Periode ist 10. Wie immer, ich mache ihn nur weiß und ein bisschen dicker. Der nächste Indikator sollte eine größere Periode haben, 25, und ich ändere seine Farbe auf Rot oder eine andere Farbe und mache ich noch dicker, etwa 3-4 Pixel. Das bleibt jedem selbst überlassen. Jetzt müssen wir Geld einzahlen. Ich klicke auf Finanzen, Einzahlen und wähle eine bequeme Zahlungsmethode. Ich bevorzuge normalerweise Kryptowährungen. Heute zahle ich $1000 ein und verwende einen Promocode. Übrigens, wenn Sie einen Promocode für eine Einzahlung benötigen, können Sie mir über den Link in dem angehefteten Kommentar kontaktieren. Und ich werde Ihnen einen neuen Promocode geben, der Ihnen plus 50% auf Ihre Einzahlung bringt. Jetzt klicke ich auf Weiter und bezahle 10 Minuten nach der Zahlung kommt das Geld auf meinem Konto an. So sind 2-3 Minuten vergangen, wir sind zurück. Die Grafik ist vorbereitet, wir haben eine Einzahlung auf unser echtes Konto. Wir beginnen mit einem $300 Geschäft. Was ist das Wichtigste an unserer Strategie? Jedes Mal, wenn sich unsere Linien kreuzen, ändert sich der Markttrend. Sie können einen Blick auf diese Kreuzungen werfen. Wie Sie sehen, wenn die weiße Linie über der roten Linie liegt, gibt es einen steigenden Trend. Sobald die weiße Linie unterhalb der roten Linie liegt, ist der Trend rückläufig. Dies gilt für alle Grafiken. Sobald wir eine Kreuzung sehen, sollten wir verstehen, um welche Art es sich handelt. Wenn die weiße Linie die rote Linie nach unten kreuzt, eröffnen wir ein Geschäft für einen Abwärtstrend und sehen diese schöne Bewegung, die uns einen Gewinn bringen könnte. Das gleiche gilt hier. Die Kreuzung ist nach oben. Wir verstehen, dass der Aufwärtstrend hier bestätigt wird, etwa hier. Und wir können aufsteigend handeln. Es ist wichtig zu prüfen, wie die Strategie zuvor auf einer bestimmten Grafik funktioniert hat. Wenn sie gut funktioniert hat, können Sie sie natürlich sicher anwenden. Wenn Sie sehen, dass genau diese Strategie mit Überkreuzungen bei genau dieser Grafik nicht gut funktioniert hat, ist es besser, nach einem geeigneten Währungspaar zu suchen. Im Moment sehen wir eine Überkreuzung. Es könnte sein, dass sie noch nicht bestätigt wird. Wir brauchen noch eine weitere Kerze von beliebiger Farbe, um diese Kreuzung klar zu sehen. Aber ich denke, in dieser Situation ist alles klar. Der Markt hat hier eine Umkehr vollzogen. Das konnten wir natürlich nicht im Voraus wissen. Sonst hätten wir schon vor einiger Zeit ein Geschäft gemacht. In dieser Zone wird die Trendumkehr jedoch bestätigt, auch wenn sie kurzfristig ist.
Wir eröffnen also gleich nach dem Signal ein Geschäft auf steigende Kurse, da sich der Trend von fallend auf steigend geändert hat. Im Moment sieht es so aus, als würden wir mit dem Trend handeln, aber wenn wir alle Linien entfernen, wird es weniger offensichtlich, warum wir genau hier das Geschäft eröffnet haben. Mit den Indikatoren ist es offensichtlicher. Wir haben das Signal bekommen und wir haben damit gründlich gearbeitet. Super. Im Moment kreuzen sich die beiden Linien, also zögern wir nicht, ein Geschäft für einen Anstieg zu eröffnen. Wir haben noch mehrere Währungspaare, bei denen eine solche Kreuzung bevorsteht. Übrigens, um immer rechtzeitig ein Geschäft zu eröffnen, empfehle ich Ihnen, solche Währungspaare hier oben auf dem Bildschirm hinzufügen. Auf diese Weise können Sie immer die Marktsituation beobachten, zwischen den Währungspaaren wechseln und Geschäfte rechtzeitig eröffnen. Rechtzeitiges Handeln entscheidet über die Hälfte des Erfolgs eines Geschäfts. Wie wir hier sehen, begann die Grafik nach dem Geschäft zu steigen. Zuvor gab es einen kurzen Abwärtstrend, der in einen Aufwärtstrend überging, und diese zusätzliche Kreuzung bestätigte den bevorstehenden Anstieg. Sehr klar. Hier ist ein weiterer wichtiger Moment, den ich erwähnen möchte. Dieses Marktverhalten nennt man eine flache Bewegung oder eine Seitwärtsbewegung. Das ist der Fall, wenn der Markt weder steigt noch fällt, sondern sich nur innerhalb einer bestimmten engen Handelsspanne bewegt, die widerstehende und Unterstützungsniveaus aufweist. Es gibt also keinen klaren Aufwärts- oder Abwärtstrend. In solchen Situationen sehen wir viele Kreuzungen, die in der Regel nicht hilfreich sind. Da das Kreuzen einen Trendwechsel anzeigt, sollten wir nach einem Trend auf dem Markt suchen. Wir handeln entweder auf steigende Kurse, wenn der Trend von fallend zu steigend wechselt, oder umgekehrt. An flachen Bewegungen sind wir nicht interessiert, da wir hier mit dieser Strategie nur unser Geld verlieren können. Eröffnen wir einen weiteren Handel auf fallende Kurse. Hier ist ein schönes Bild. Es gab einen Abwärtstrend, in einen Aufwärtstrend überging, und jetzt änderte es sich wieder. Wir steigen nach dieser Kreuzung ein, wenn auch ein bisschen spät, aber das ist in Ordnung. Wir werden mit diesem steigenden Trend arbeiten. Der Handel in solchen Situationen folgt dem Trend und birgt daher viel weniger Risiken als jede andere Strategie gegen den Trend. Also alles ist gut. Der Markt reagiert gut. Wir bekommen unseren Gewinn, obwohl dies eine ziemlich riskante Situation war. Das Widerstandsniveau ist noch nicht durchbrochen worden. Ich hoffe, dass er bald durchbrochen wird und der Markt impulsiv ansteigt. Wir sind fertig mit dieser Situation, aber wie gesagt, wenn wir rechtzeitig eingestiegen wären, wäre unser Signal viel sicherer. Also, ich hoffe, alles ist klar. Weiter geht's. Nur noch 5 Sekunden bis zum Erscheinen der nächsten Kerze. Wir warten darauf, dass die Kerze geschlossen wird. Die Linien kreuzen sich sofort und wir eröffnen sofort ein Geschäft zum Absenken. Wie wir sehen, gab es einen schönen Aufwärtstrend, der jetzt in einen Abwärtstrend übergeht. Wir haben den Deal gemacht. Es sind nicht mehr viele Deals bis zu unserem endgültigen Ziel übrig, also warten wir einfach auf das Ergebnis. Leider reagiert der Markt mit einem Anstieg. Was können wir tun? Wenn die Kreuzung bestehen bleibt, werden wir unseren Plan befolgen, indem wir den Betrag unseres Deals erhöhen und auf eine Senkung hin handeln. Die Kreuzung ist immer noch da. Der Trend sollte sich bald ändern. Der Trend könnte in eine flache Bewegung übergehen. Wir hätten Pech, wenn das passiert. Deshalb sollte man seinen Kontostand aufteilen, falls man ein ausgleichendes Geschäft braucht. Warten wir jetzt und beobachten.
Wie wir sehen, reagiert der Markt sofort mit einem schnellen Rückgang und wir erzielen einen schönen Gewinn. Eine weitere Kreuzung hier, bis jetzt sieht er sehr schwach aus. Er ist gerade erst erschienen, aber wir halten uns an unseren Plan und handeln trotz dieses Unterstützungsniveaus, das wahrscheinlich durchbrochen wird, nach unten. Entsprechend der Geschichte dieser Kreuzungen geht die Grafik in die richtige Richtung. Ich bin also sicher, dass alles okay ist und unser Geschäft zuversichtlich abgeschlossen werden kann. Unser letztes Geschäft kam zu seinem logischen Ende. Unser heutiges Ziel war es, unsere Startanlage zu verdoppeln. Wie Sie sehen, haben wir unser Ziel erfolgreich erreicht. Super. Tolle Nachrichten. Jeder, der sich dieses Video gerade anschaut, kann tun, was wir getan haben und schon heute sein erstes oder auch nicht Geld verdienen. Sie brauchen nur diese Strategie auf Ihrem Konto zu wiederholen oder meinen Handelsempfehlungen zu folgen, die ich jeden Tag auf meinem kostenlosen Telegram-Kanal poste. Die Links zu meinem Kanal und zur Handelsplattform sind in dem angehefteten Kommentar. Ich wünsche allen ein erfolgreiches Handeln. Tschüss, auf Wiedersehen. Wir sehen uns in meinem nächsten Video.